Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Rezept aus der persischen Küche und zwar Halim Megandom Bormok. Praktisch Weizenpüree mit Hühnerfleisch. Klingt irgendwie komisch, aber das ist ein sehr traditionelles Frühstück, vor allem für Gäste in kalten Zeiten und auch während des Ramadan. Zur Stärkung wird das immer wieder gerne gegessen. Und es wird gerne süß, also mit Zucker, Zimt gegessen oder halt herzhaft. Und ihr könnt beides gerne probieren. 300 Gramm geschälte Weizen waschen und im Wasser dann einweichen, und zwar über Nacht, 24 Stunden. So, 300 Gramm Hühnerbrust mit ein Zwiebeln in den Topf geben und bei mittlerer Hitze kochen lassen. Und wichtig, dass das Weizen- und Hühnerbrustverhältnis 1:1 ist. So, unser Weizen ist soweit. Nochmal die Wasser wegspülen und durchspülen. Ich gebe das Ganze in einen Schnellkochtopf und gebe dazu noch 1,5 Liter Wasser. Wenn ihr keinen Schnellkochtopf habt, dann nehmt ein ganz normales Topf, gebt da etwa 2 Liter Wasser rein und lasst es etwa halbe Stunde bis 40 Minuten richtig gar werden. Mein Hühnerbrust ist soweit. Ich nehme das Ganze raus, die Hühnersuppe nicht weghauen, das Fleisch kalt werden lassen und das muss dann wirklich ganz fein auseinandergenommen werden. Ihr könnt das mit der Gabel machen, mit der Hand. Ich mache das gerne mit dem Mixer, das geht mega schnell und ohne Aufwand. So, unser Weizen ist jetzt soweit, ist wirklich schön gar geworden. Das Ganze wird dann fein püriert. Erste Runde und dann kommt die Hühnersuppe dazu und dann wird es nochmal püriert. Normalerweise wird das Ganze nochmal durchgesiebt, dass man wirklich so eine flüssige Masse hat. Aber ich finde diesen Zustand in Ordnung, deswegen lasse ich diesen letzten Prozess weg. Und wenn es immer wieder zwischendurch fest wird, dann einfach Wasser ergänzen und dass es wieder so schön flüssiger wird. Und dann geben wir unsere Hühnerbrust dazu. Das Ganze wird dann schön gemischt. Und als Topping nimmt man dann halt Butter, das lässt man schmilzen. Dann kommt Zucker, Zimt dazu. Das Ganze wird dann obendrauf als Topping gemacht. Und ihr könnt dann das Ganze süß essen, aber genauso herzhaft. Und die herzhafte Variante, die habe ich euch auch aufgenommen, kommt dann anschließend hinterher. So, für die herzhafte Variante, also brauchen wir ein wenig Olivenöl oder eine andere Sorte von Öl, ein Knoblauchzeh, fein püriert da rein, ganz leicht dann kurz anbraten lassen. Dann kommen unsere Gewürze, also Chili, Pfeffer und Minze und ein wenig Paprika. Also optional wirklich, ihr könnt auch die Würze anders kombinieren. Das Ganze wird dann praktisch heiß gemacht und das kommt dann als Topping auf dem Püree drauf. Und ich habe noch dazu Petersilie gemacht. Ihr könnt natürlich auch Lauch nehmen oder Koriander, was ihr halt da habt. Das Ganze dann oben drauf geben und anschließend könnt ihr den Salzbedarf dann auch anpassen, wenn ihr wollt. Ganz gut mischen und schmecken lassen.